Supercharged heißt nicht einfach nur super schnell durch die Woche zu kommen, sondern vor allem auch super stressfrei durch die Woche zu kommen. Deswegen kommt jetzt hier ein Hack, der nichts mit KI zu tun hat und der mein absoluter mega stressfrei Hack ist. Und dazu braucht ihr dieses Ding hier und dieses Ding hier. Ich bin vor einigen Wochen über ein Video von einem YouTube-Kollegen gestolpert, den ich selber nicht kenne bisher. Austin Schrock, der ein Video gemacht hat, This Journal is increasing my mental clarity. Und ich journal selber, seit ich 15 bin, aber er hat es nochmal verdammt gut aufbereitet. Er hat nämlich eine Kernidee geteilt, die wirklich simpel, aber sensationell gut ist. Der Thought Loop. There's something called a thought loop. And I first encountered this 3 to 4 years ago when I was reading David Allen. And he talks about this idea that our thoughts can get stuck in a loop where they just repeat and repeat and repeat. And if we never do anything to close that loop, then it will just continue to consume energy and take up a lot of our mental space. Das heißt, lose Enden an Gedanken, die uns belasten, die dafür sorgen, dass wir die ganze Woche in irgendwas hängen bleiben und gestresst sind. Das ist das, worum es hier geht. Wenn ihr euch nämlich fragt, wieso, ich habe doch hier ganz viele digitale Tools, warum mache ich das nicht mit denen? Darum geht es nicht. Manchmal geht es darum, diese Gedankenloops, die endlos sind, zu schließen, um sie abzulegen, wegzubekommen und eben stressfrei durch die Woche zu gehen. So, jetzt habe ich vor 5 Jahren ein Video gemacht zum Thema Why I Hate Notifications. Und ich muss sagen, I still hate Notifications und die sind absolut bescheuert. Natürlich kann man die durch KI smarter machen, aber das Ding hier bringt uns den gesamten Tag aus dem Konzept, auch wenn es das mächtigste Tool ist, um seine Arbeit zu erledigen. Und wenn das passiert, dann nehmt ihr euch das Teil hier vor. Und das ist wie eure mentale Oase, wenn das ein Wort ist. Auf jeden Fall, ich mache das wirklich unter Hochgenuss. Ich setze mich morgens hin, wenn ich aufgestanden bin, schlage die Seite auf, beginne eine leere Seite und dann fange ich an, auf dieser Seite meine Gedanken aufzuschreiben, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen, die mich belasten, die immer wieder dafür sorgen, dass sie nicht fertig sind und immer wieder reinziehen. Einfach nur eine Liste von oben nach unten. Ganz simpel. Erstmal alles raus. Was das aber alleine schon macht, ist, bei uns im Kopf wird durch diesen physischen Prozess, durch das Aufschreiben mit der Hand, irgendwas ausgelöst, das dafür sorgt, dass man sagt, super, jetzt steht das, also okay, alles klar, das sind die Sachen. Und ihr habt wirklich einen Überblick und es ist was anderes, als das digital hier in dem Tool zu machen. Manchmal mache ich mit der Liste gar nichts. Ich habe sie einfach nur aufgeschrieben, um sie aus dem Kopf zu bekommen. Deswegen ist es gut, das vielleicht vor dem Einschlafen zu machen. Ich mache es eben gerne morgens, damit ich klar in den Tag starten kann. Und dann kommt meine bisher nie geteilte geheime Methode, was ich dann mache, wenn ich dieses gesamte Notizbuch immer voller geschrieben habe, weil ich auch Gespräche mit dokumentiere, Ideen aufschreibe, wichtige Entscheidungen, die ich mache und so weiter. Ich gehe jedes der Tagebücher immer noch mal rückblickend durch. Das heißt, manchmal sitze ich auch morgens, nachdem ich die Liste gemacht habe, und blätter zurück. Und dann kommen die Ideen. Und da kommt meine bisher geheim gehaltene Liste hier auf der Seite, bei der ihr seht, was ich dann mache. So, der Punkt, den ich eigentlich immer habe, seit ich jung bin, klein bin, wie auch immer, seit ich es mache, ist das Journal. Das markiere ich mir morgens und schreibe mir mein Journal auf. Das zweitwichtigste sind Decisions, also Dinge, wo ich gesagt habe, ich entscheide jetzt etwas, wenn es anders wird. Dann kommt dieses Ausrufezeichen, das sind die Aha-Momente. Ja, das kann sein, dass eine Notiz aus einem Meeting bei mir plötzlich so ein got it Moment ist. Dann das normale Kästchen, mein absolut Liebstes für dieses Geräusch hier. Ja? So, das ist das Abhaken, damit man das abhaken kann. Das ist die tiefe Befriedigung, wenn was erledigt ist. Dann die allgemeine Stuff-List, der Reminder, das sind so Dinge, die im Alltag passieren. Das umgedrehte I steht für Integrate. Warum? Damit will ich Gelerntes integrieren. Das heißt, ich habe etwas gehört, ein Zitat. Kann ich mal irgendwas Schönes bringen? Oh ja, ich habe was. Neulich sagte ein Freund von mir, scheiß auf Millionär, du bist doch Familionär. Weil so viele Kinder und Patchwork und so weiter. Integrieren. Also nicht einfach nur aufschreiben, coole Idee, sondern wie integriere ich diesen Gedanken in meinen Alltag? Inversion, das ist das umgedrehte Fragezeichen. Geile Idee von Charlie Munger. Das heißt, es gibt manchmal Dinge, die schreibe ich mir daneben und sage, ich komme nicht auf die Lösung und schreibe es mir umgekehrt auf. I just reverse the problem. And if somebody hired me to fix India, I would immediately say, what could I do if I really wanted to hurt India? And I'd figure out all the things that would most easily hurt India, and then I'd figure out how to avoid them. Now, you'd say it's the same thing, it's just in reverse. Inversion, geile Idee. Das Add ist Delegate und dann kommen noch 4 Farben für Bücher, die ich gelesen habe. Die markiere ich mir nämlich immer gleich. Allgemein spannend, persönlich für mich spannend, für die Firma interessant und gute Zitate. Und last but not least,
neue Ideen. Und das mache ich mir in jedes Buch und das gehe ich dann auch rückblickend durch. Und das macht so viel Freude und das bringt so viel Learnings, dass ich das niemals aufgeben würde. Und ihr merkt schon, wie lange das dauert und wie mich das beschäftigt. In der Zeit denke ich an keine einzige Benachrichtigung auf diesem Teil. Das ist der Prozess, den ich mache, bevor ich in so einen Großkampftag starte. Also, man braucht nicht für alles die KI, aber die zwei würde ich niemals aufgeben. Okay, ChatGPT auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Supercharged Sunday und eine verdammt gute, stressfreie, Supercharged Woche. Subscribed, gebt Feedback und danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr diese alten Videos von vor 5 und 6 Jahren schon geschaut habt, doppelt danke obendrauf, weil dafür machen wir das.